Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. Willkommen zu den Gartenarbeiten im Juni. Wir essen täglich saftige Erdbeeren, die Linde blüht und es gibt einiges zu tun. Hier seht ihr schon vor uns, das sind die Stangenbohnen, die werden wir jetzt in die Erde setzen. Aber nicht nur die, auch den Palmkohl, der muss auch in die Erde. Wir werden Kräuter noch zu den Tomaten setzen. Wir werden auch noch was aussehen. Also viel Spaß bei den Gartenarbeiten mit meinem Gärtner und mir. Wir beginnen jetzt hier bei uns im großen Gemüsegarten. Die Kisten mit den Jungpflanzen haben wir mit hier hingenommen. Und ihr seht schon, hier sind die Gerüste. Die kennt ihr schon von unseren Gurken. Die bauen wir auch daran an. Dieses Jahr mit stabilen Zwischenkonstruktionen mit den Stangen drin. Wir werden jetzt hier die Stangenbohnen in die Erde setzen. Wir haben einmal die blaue Stangenbohne und wir haben die Feuerbohne. Das sind die beiden Sorten, die wir bei uns im Sortiment haben, die wir sehr lieben. Und die werden wir jetzt gleich hier in die Erde bringen. Aber vorher heißt es natürlich noch, die Erde auflockern, hacken, Beikräuter rausnehmen. Und dann kommen pro Bogen an jede Seite 3 Töpfchen. Und in jedem Töpfchen sind zwischen 2 und 4 Pflanzen drin. Die können dann hier wunderbar hochranken. Und ihr wisst es natürlich, was ihr als Beikraut, nicht als Beikraut, sondern als Kräuter dazu beipflanzen. Das ist das Bohnenkraut, das passt da gut dazu. Und wenn ihr hier hinter mir schauen wollt, da seht ihr schon grüne Pflanzen in der Erde. Das sind auch Bohnen, das sind unsere Trockenbohnen. So, wenn ihr noch Stangenbohnen bei euch im Garten haben möchtet, Anfang Juni jetzt könnt ihr die auf jeden Fall noch aussehen. Das ist nicht zu spät, das funktioniert. Ende Juni könnte es schon ein bisschen zu spät sein, aber jetzt am Anfang des Monats ist das überhaupt gar kein Problem. Jetzt werden wir loslegen, sauber machen und dann gleich unsere Pflanzen in die Erde setzen. Zwischen unseren Gerüsten hier haben wir auch Bohnenkraut gepflanzt, hier die Jungpflanze. Und ihr seht, wir haben sie abgeschnitten. Das, was wir abgeschnitten haben, das geht natürlich direkt in die Küche. Ziel ist es einfach, dass die Pflanze buschiger nachwächst, so wie das bei Kamille jetzt auch gut möglich ist. Wir haben dann eine größere Pflanze und eine größere Ernte. Unsere Stangenbohnen hier, die Jungpflanzen, die müssen wir gar nicht festbinden, die finden ihren Weg selber, die winden sich um das Gerüst, was direkt neben ihnen angebracht ist. Und natürlich können wir sie jetzt auch noch aussehen, aber als Tipp, bei uns ist es zumindest so, dass es nachts sehr kalt ist, unter 10 Grad, es ist auch recht feucht. Also hier würden wir das mit der Direktsaat ja problematisch sehen, da macht es durchaus Sinn, die Pflanzen vorzuziehen. Das sind aber nicht die einzigen Jungpflanzen, die wir jetzt in die Erde setzen. Wir holen uns jetzt die nächsten und gehen weiter zum nächsten Beet.
Wir sind eine Parzelle weitergegangen und hier stehen ja die Kohlpflanzen, auch die Tomatenpflanzen, aber vor allen Dingen viele Kohlpflanzen im Beet. Das sieht jetzt auch etwas sauberer aus, weil wir die letzten Tage hier auch schon durchgegangen sind, gehackt haben, sauber gemacht haben. Was ihr seht, ist ganz viel Geflatter hinter mir in Schwarz und Gelb. Jetzt könnt ihr euch vielleicht fragen, was soll das Ganze? Sind das besondere Fußballfans zum Beispiel? Oder erinnert diese Kombination von Farben, dieser ganz starke Kontrast vielleicht an Augen von Greifvögeln. Es ist unsere Methode, die aktuell ganz effektiv ist gegen die Tauben. Denn die Tauben essen gerne unseren jungen Kohl und seitdem wir die Flatterbänder hier drin stehen haben, halten sie ein bisschen ab. Wir werden jetzt auch diese Kohlpflanzen in die Erde bringen und ihr ahnt sicherlich schon, welcher das ist. Wir haben hier den Palmkohl oder auch Schwarzkohl genannt, der kommt in die Erde. Kohl braucht ja immer ein bisschen mehr Abstand, das ist wichtig, daran müssen wir denken. Und der Palmkohl sollte jetzt im Juni auch in die Erde kommen, damit wir im Winter dann auch eben schön ernten können. Das ist ja immer der Trick, dass wir das Wintergemüse nicht vergessen. Das muss nämlich schon relativ früh im Jahr, also im Frühjahr, Sommer schon gesät werden, vorgezogen werden, damit das klappt. Und noch eine Sache. Wir ziehen gerne Rillen, schön gerade mit diesem wunderbaren Gerät, aber nicht einfach nur, weil das so schön aussieht, weil es gerade ist und wir vielleicht ein bisschen spießig werden oder so, sondern es hat wirklich einen Vorteil, den ich am Anfang meiner Gärtnerkarriere auch wirklich lernen musste, weil ich es auch ganz gerne bunt und krumm und schief und Schlangenlinien habe. Aber gerade Linien, also Furchen, sind tatsächlich wirklich praktisch, wenn es dann darum geht, das Beet und die Pflanzen zu pflegen. Also wenn ich hacken muss, wenn ich Beikräuter rausnehmen muss, da bin ich einfach schneller, wenn es ordentlich und im geradlinigen Winkel sozusagen angebaut ist. Also das ist der Hintergrund dessen. Jetzt heißt es, mein Mann und ich haben die Freude und dürfen die Jungpflanzen in die Erde setzen und ihr könnt uns dabei beobachten. Und ich hoffe, dass ihr auch bei euch einige Kohlpflanzen im Beet stehen habt. Vielleicht habt ihr auch noch Jungpflanzen. Dann jetzt rein damit. Unsere Palmkohl-Jungpflanzen sind jetzt in der Erde. Vielleicht noch interessant jetzt im Detail zu schauen, wie tief darf ich sie denn überhaupt setzen. Und wenn wir jetzt mal genau schauen, dann würden wir sagen, so bis zum Blattansatz, also bis hierhin, diese Höhe, dürfen die schon in die Erde. Ein bisschen tiefer können wir sie setzen, aber tiefer nicht. Wenn das Herz in der Erde ist, dann wächst er nicht mehr anständig. Und da ist auch noch wichtig, ist der Pflanzabstand in der Reihe. Also ein guter halber Meter, 50 Zentimeter, also vielleicht sogar auch 60, dürfen es schon sein. Der Palmkohl gehört zu den Starkzehrern, der braucht viel Licht, der braucht viel Energie, auch aus dem Boden. Und wenn die zu eng stehen, na, dann wächst er halt eben auch nicht anständig. Das wäre schade drum, um die ganze Mühe. Angegossen haben wir auch, wie wir das mit den jungen Pflanzen machen, mit effektiven Mikroorganismen. Jetzt dürfen sie weiter wachsen. Wir sind gespannt, wie das mit dem Wetter weitergeht. Dieses kühle und eher feuchte Wetter, so die kalte, frische Brise, ist für manche Pflanzen ganz schön. Also der Kohl freut sich und der Salat auch. Es gibt aber Pflanzen, denen tut das nicht so gut, da kommen wir aber später noch drauf. Vorher möchten wir euch ein paar schöne Exemplare zeigen. Gerade beim Kohl sind so einige reif geworden. Das ist wirklich eine richtig tolle Freude im Garten. Hier haben wir ein gemischtes Kohlbeet und die Jungpflanzen kamen Mitte April in die Erde. Und jetzt schaut euch das an. Wunderschöne Spitzkohlköpfe können wir ernten. Die Ernte im Gewächshaus, die ist schon abgeschlossen. Da haben wir richtig schöne Blumenkohl, Blütenknospen ernten können. Aber auch Spitzkohl war dabei. Das ist jetzt alles schon abgeschlossen. Da stehen die Tomaten drin. Im Gewächshaus hatten wir sie ja auch im März schon gepflanzt, die Jungpflanzen. Ja, der Spitzkohl ist hier nicht alleine, der hier so prächtig steht. Da gibt es noch ein bisschen was anderes. Ein Stückchen weiter seht ihr diesen wunderhübschen Brokkoli und der fängt jetzt schon an mit den Seitenröschen. Wir haben ja Brokkoli, eine Sorte, wo wir die obere Blütenknospe abschneiden, schräg abschneiden, damit das Wasser abläuft. Und dann kommen 1, 2, 3 Wochen später immer noch Seitentriebe nach. Also auch wenn wir die jetzt abernten, dann kommt da auch wieder neue Ernte nach sozusagen. Das finde ich richtig toll. Ich bin auch ein bisschen stolz. Das haben wir wieder gut hinbekommen. Dieses Jahr ist ein bisschen mehr Brokkoli, weil ich finde, den kann man super haltbar machen im Froster. Also wenn wir den abernten zum richtigen Zeitpunkt, den könnten wir jetzt ernten, dann nehme ich die kleinen Röschen und dann werden die eingefroren. Aber nicht nur der Brokkoli wächst jetzt gut und schön ist auch, dass sie nicht alle gleichzeitig reif werden. Ich finde, das ist ganz praktisch. Es ist nicht nur der Brokkoli, da gibt es noch einen.
Hier versteckt unter vielen grünen Blättern haben wir einen Blumenkohl. Der braucht noch ein bisschen, das wird bestimmt noch eine Woche dauern, dann ist auch der groß genug geworden und erntereif. Wenn der jetzt so stehen würde und viel Licht dran kommt, dann wird der Blumenkohl gelb werden, das ist ganz normal. Da kann man dem Abhilfe schaffen, wenn man die Blätter einknickt und ihn einfach abdunkelt. Hier bei dem ist es gar nicht nötig, vom Stadium brauchen wir das noch nicht. Könnte man später schauen, wenn er größer ist, aber ich glaube, bei dem brauchen wir das hier überhaupt nicht. Unser Garten beschenkt uns aber nicht nur reichlich mit Gemüse, sondern auch mit Obst. Wir erfreuen uns jeden Tag an Erdbeeren. Wenn ihr mal was anderes haben möchtet, das ist hier die Mieze Schindler. Die hat ein ganz tolles Aroma, schmeckt nach Erdbeere, aber anders nach Erdbeere. Die klassischen haben wir auch dabei. Das ist jetzt hier die Corona-Sorte. Die Erdbeeren schmecken gut, obwohl gar nicht so viel Sonne da ist, obwohl es so kühl ist. Wir haben etwas größere Pflanzabstände gewählt. Die sind mit Stroh gebettet. Funktioniert scheinbar sehr gut und schmecken auch sehr gut. Dieses Jahr ist wirklich etwas schwierig. Die Temperaturen und auch die Feuchte, die Kühle, der Wind ist gerade bei Direktsaaten sehr schwer. Von Pflanzen, die es gerne ein bisschen wärmer haben. Wir haben schon gehört, Mais läuft nicht so gut auf oder auch Pflanzen wie zum Beispiel Kürbisse, Zucchini und so, die haben ein bisschen Schwierigkeiten. Als Tipp von uns, wenn ihr jetzt noch aussät, was gut machbar ist, dann sät sie doch einfach im Haus aus, dann haben sie die Wärme und können gut keimen und können erstmal eine gewisse Grundstruktur bekommen. Es gibt auch tatsächlich bei uns hier im Garten die Pflanzen, die es nicht so gut vertragen haben, die stehen jetzt im Beet. Was man da noch machen kann, was eine Möglichkeit ist, schauen wir uns jetzt zusammen an. Jetzt sind wir in unserem Gemüsegarten hier, wo die Gurken stehen, die Freilandgurken, und schaut euch das mal an. Diese hier, die sieht gar nicht gut aus. Und da hinten da hat sich auch schon eine verabschiedet. Wir haben die zwar erst nach den Eisheiligen ausgepflanzt, aber die kalten Temperaturen jetzt auch gerade nachts unter 10 Grad mehrmals, also nicht nur eine Nacht unter 10 Grad, sondern mehrere Nächte, das haben die gar nicht gut vertragen. Jetzt kann man sagen, okay, auch gerade die da hinten, die wird sich schon wieder erholen, aber jetzt haben wir die Gefahr, wenn es dann wirklich jetzt schön wird, Sommertage, es heiß wird, dann könnte natürlich auch der Schönwetterpilz, der echte Mehltau, dann auftauchen. Und im Moment sind wir zu einem Zeitpunkt noch, wo wir gut neu aussehen können. Und genau das ist jetzt unsere Strategie. Wir werden die Gurken, die Freilandgurken, noch schnell neu aussehen. Das ist bei Gurken sowieso immer eine gute Idee, versetzt auszusehen. Nicht nur wegen solcher Situationen, sondern auch um unterschiedliche Standorte zu bespielen, damit die Gurkenernte auf jeden Fall sicher ist. Also ran an die Aussaattöpfchen. Hier in unserer Jungpflanzenanzuchtstation, oder man könnte auch sagen, Pflanzenkindergarten. Hier ist es wirklich schön. Es stehen verschiedene Platten hier. Wir haben Tische, Palettentische und auch einen, der jetzt ein bisschen höher ist. Ich finde das sehr angenehm. Der hat nämlich eine tolle Höhe zum Arbeiten. Hier haben wir jetzt 8 Anzuchttöpfchen, gefüllt mit Gartenerde. Ihr könntet auch eine Komposterde nehmen zum Beispiel. Hier werden wir jetzt neu aussehen. Gurken und auch Zucchini und Kürbisse mögen es nicht pikiert zu werden, deswegen kommen die ja direkt in die Töpfe. Hier unsere Gewürzgurke, die wir aussehen, da kommen direkt 2 Saatkörner in ein Töpfchen rein. Vielleicht habt ihr ja unseren Online-Kurs, den kostenlosen zum Thema Gurken anpflanzen, aussehen geguckt. Ansonsten findet ihr den bei uns auf dem Kanal. Da gibt es auch jeweils immer ein schönes PDF dazu. Und wenn ihr noch Saatgut braucht, ein biologisches, samenfestes, tolle Sorten, findet ihr bei uns im Kiosk, also in unserem Online-Shop auf der Webseite. Schaut gerne da vorbei. Wenn ihr bei uns einkauft, dann unterstützt ihr natürlich auch nicht nur ganz viele kleine Höfe, sondern eben auch unsere Arbeit hier. So. Ich packe jetzt in jedes Töpfchen 2 rein, 2 Zentimeter tief ungefähr. Dann werden die auch angegossen und dann geht es gleich mit denen weiter. Unsere Gurkensaat haben wir jetzt hier ausgesät in den Töpfchen. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr im Juni noch so alles aussehen könnt, das ist eine ganze Menge, dann könnt ihr einfach in unser letztes Video gucken, Aussaattipps Juni, oder eben auch in unseren Aussaatkalender. Den findet ihr auch im Kiosk. Unsere ausgesäten Gurkensamen hier können wir nicht draußen stehen lassen aktuell. Es ist da einfach zu kalt für, da reichen die Temperaturen für eine gute Keimung nicht aus. Wir werden die jetzt zusammen ins Gewächshaus stellen. Da gibt es auch noch Jungpflanzen. Wir haben da auch was vorbereitet. Wir gehen da jetzt mal zusammen hin und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wow, hier im Gewächshaus ist es wirklich angenehm warm. Ich stelle die jetzt mal dazu. Jetzt tagsüber sogar bis dann 30 Grad. Es wärmt sich schön auf. Das heißt, nachts ist es auch nicht so kalt und warm genug, wie man sehen kann. Denn wir haben nicht nur mit der Gewürzgurke jetzt die Schwierigkeiten gehabt, sondern auch mit unserer Freiland-Salatgurke. Und schaut euch das mal an. Die haben wir vor einer Woche ausgesät.
Eine ist nicht aufgegangen bisher, okay, aber ansonsten haben wir hier eine sehr gute Keimrate. Wunderbar. Die dürfen noch ein bisschen weiter wachsen, da haben wir noch Geduld. Wir haben noch eine Aufgabe, die wir mit euch zusammen machen möchten. Da geht es jetzt weiter zur nächsten Station. Und nun sind wir hier auf unserem Ackerstück, unser neuer Gartenbereich, könnte man sagen. Wir haben hier 700 Quadratmeter dazu genommen, ganz viele Reihen, ganz viel Gemüse. Es ist bis da hinten hin bepflanzt, das ist also eine Menge, was gepflegt werden möchte. Wir haben ja letztens zusammen die bunte Beete als Sortenversuch ausgesät und die werden wir jetzt gemeinsam hacken. Da ist einiges an Beikräutern aufgelaufen. Dieses Jahr werden wir noch ganz viel selber Hand anlegen. Nächstes Jahr hoffe ich, dass die Pferde mit uns schon hier zusammenarbeiten werden. Das bleibt spannend. Drückt uns die Daumen, dass das gut läuft und dass sie dieses Jahr noch einziehen können. Da würde ich mich super freuen, wenn das klappt. Jetzt heißt es erstmal ran an die Beete, ran ans Beet. Jetzt wird gehackt. Unsere bunte Beete hier haben wir jetzt gehackt und die Beikräuter rausgenommen, einfach damit der Konkurrenzdruck nicht so hoch ist, dass sie genügend Platz haben. Die sehen jetzt ein bisschen schlapp aus, das ist aber vollkommen normal, die erholen sich. Morgen sieht das schon ganz anders aus. Und wir haben natürlich auch ausgedünnt, damit die einzelnen Pflanzen genug Platz haben. Und das, was wir rausgenommen haben, das nehme ich mit in die Küche. Das können wir wie Spinat zubereiten zum Beispiel. Das geht mit in die Gemüsepfanne. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und uns würde auch interessieren, hättet ihr Interesse daran zu wissen, was jetzt hier in unserem Ackergarten alles steht? Also wollt ihr einen Ackergarten-Rundgang? Dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch. Und zum Weiterschauen haben wir auch was verlinkt. Einmal die Aussaattipps für Juni, die haben wir hier oben. Und dann kommen so oft Nachfragen nach Rezepten. Wir haben ja auch ein Kochbuch, aber wir haben auch eine ganze Playlist mit Rezepten von Januar bis Dezember. Die haben wir hier unten für euch verlinkt. Also macht eure Gärten bunt, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Jen.